Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs, aber diesmal ja komplett ab vom Zweiten Weltkrieg, denn wir bewegen uns heute zu Zeiten des Kalten Kriegs auf dem ehemaligen Gebiet der DDR und wollen uns heute hier einen Bunker anschauen, vielmehr einen Gefechtsstand. Es gab ja unterschiedliche Arten von Bunkern und das ist hier ein Gefechtsstand. Und was wir da alles sehen, das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. So, wir sind jetzt hier direkt am Eingangsbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Haupteingang ist oder ein Nebeneingang, beziehungsweise vielleicht sogar ein Notausstieg. So, und was einem hier schon direkt auffällt, ist diese Elemente hier, wo man ganz eindeutig erkennen kann, dass das jetzt hier im Bunker der DDR ist, der Streitkräfte für NATO sage ich schon, ist natürlich Quatsch, für NVA bzw. auch GSSD. Und das sind hier diese eckigen Elemente, die ja miteinander verbunden gewesen sind. Da können wir das erkennen. Das hat man dann variabel erweitern können. Das sind so Fertigbauteile. Und hier hinten wäre nämlich hier zum Beispiel ein Notausstieg gewesen. So wie das aussieht. Das ist da hinten nämlich schon zu. Also der hat mehrere Zugänge. Aber diese eckige Bauweise, diese Fertigbauteile, die hier praktisch nur geklammert sind, das ist für euch eindeutig das Indiz, auch wenn ihr jetzt nirgendwo eine Beschriftung habt, dass das keine Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg ist. So, also links ging es jetzt nur einen Gang weiter. So, und hier sind wir nämlich bei der eigentlichen Geschichte. Hier ist der Zugang. Hier hängt noch ein Kabel runter. Gucken, ob sich diese Tür hier noch bewegen lässt. Ne, die ist komplett dicht, festgerostet. Ja, relativ schmal und nicht sehr hoch. So, und das ist jetzt im Prinzip die Schleuse. Und jetzt passieren wir noch eine zweite Tür. Opa. Ja, jetzt sind wir in der Anlage, aber echt nicht hoch, muss ich schon wirklich sagen. Ich glaube, die Türen konnten auch irgendwie elektrisch auch verschlossen werden. So wie das hier aussieht, oder warum geht hier ein Kabel durch? Okay. An der Seite ist es farblich auch abgesetzt. Hier geht es auch schon direkt ab. Achso, hier vorne ist jetzt nur eine einzelne Kammer. Aber auch wieder mit einer Tür gesichert. Mal gucken, ob wir die hier bewegt bekommen. Das geht aber wirklich mit Ach und Krach. Man sieht auch schon an der Seite, dass sie sich schon löst, weil hier Verschraubungen fehlen. Aber so würde die jetzt hier aussehen. Also ziemlich eng das Ganze. Hier in einer zweiten Nische ist ein bisschen Elektrik aus einem Schaltkasten verbaut gewesen. Wahrscheinlich hier der Strom für die Türen irgendwie da vorne auch. Aber die sind ja alle irgendwie mit einem Kabel verbunden. So, wenn er da mal weiter geradeaus guckt, da geht es noch ein paar Räume weiter. Ja, jetzt hier nochmal so, was eigentlich so ein Gefechtsstand ist. Also es gab ja, wie gesagt, unterschiedliche Bunkertypen in der DDR, die man errichtet hat. Zum Beispiel Führungsausweichstellen gab es, wo man, sage ich mal, die örtlichen Kommunalpolitiker und Führungskräfte, sage ich mal, ja, wenn in der jeweiligen Gemeinde oder Stadt ja, es dann die Problematik war, dass man sich hätte jetzt sichern müssen in einem Bunker. Und dann konnte die halt da ausweichen
Und da war auch alles an Kommunikation und so weiter drin, um mit anderen Führungsausweichstellen oder anderen Bunkern entsprechend Kommunikation zu halten und halt auch die Bevölkerung je nachdem halt noch anweisen zu können und überhaupt eine Befehlsausgabe zu machen. Und bei dem Gefechtsstand ist das halt auch rein militärisch gesehen. Also es war praktisch die Kommandozentrale für die entsprechende Einheit, die halt hier in der Umgebung ihren Posten bezogen hat. Und die musste natürlich auch entsprechend verbunkert sein, damit diese Kommandozentrale halt so lange wie möglich halt auch Befehle ausgeben konnte an die entsprechenden Einheiten. Und auch die hatte hier ausreichend Kommunikationssysteme zur Verfügung und halt, wie man es dann so braucht, konnte halt auch komplett autark hier eine ganze Zeit lang noch überleben, die Besatzung. Also hier gab es dann auch alles, was man brauchte. Also wir kommen jetzt praktisch hier von einem Raum zum nächsten. Aber ich muss halt wirklich sagen, wir hatten schon mal in der Vergangenheit einige Bunker der GSSD bzw. NVA uns angeschaut. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass die so niedrig gewesen sind. Weil hier muss ich mich konstant bücken. Also das ist keine 1,90 Deckenhöhe hier. Na, hier kommen wir aber schon wieder zu einer doppelten Tür, also zum Schleusenbereich hier. Es wirkt fast so, als ob es hier schon wieder rausgehen würde. Tatsächlich. Hier geht es auch schon wieder raus. Ja. Boah. Ja. Da sind wir auch schon wieder draußen. Da seht ihr nochmal das Element. Ja, es ist halt nicht mehr viel drin jetzt gewesen, wenn es überhaupt noch solche Anlagen gibt, wo da noch was drin ist. Ne? Also es waren jetzt einzelne Räumlichkeiten, wo ja, Schlafbereiche sicherlich gewesen sind. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie viele Soldaten standardmäßig, das war ja auch, sage ich mal, gemäß Vorschrift, wie viel Personal so ein Bunker hat, aber wir haben jetzt eigentlich im Prinzip überhaupt gar kein Inventar gesehen, keine Belüftungsvorrichtung. Da muss ja auch noch ein Raum gewesen sein für die Belüftung. Dann Lagerräume beziehungsweise ja auch ein Munitionsraum für die Waffen muss es auch gegeben haben. Aber da haben wir jetzt überhaupt keinerlei Hinweis. Und wir haben auch überhaupt keinerlei Beschriftung gehabt. Das ist auch merkwürdig. Aber ja, das ist jetzt mal exemplarisch für so einen Gefechtsstand. Auf jeden Fall war er jetzt nicht irgendwie großartig beschmiert oder so, aber ist halt komplett leer. Ja, mal gucken, ob wir vielleicht noch weitere Anlagen finden. Ja, wir haben hier noch eine weitere Anlage gefunden, aber die scheint unabhängig zu sein, weil wir das jetzt nicht von drin gesehen haben, diesen Durchbruch hier. Da geht auch direkt eine Tür ab. Ja, gehen wir mal rein, ne? Gelenkig wie gar nichts. So, ich muss. Da ist aber noch ein Zugang, hä? Ist das jetzt irgendwie gesplittet? Boah, schaut mal hier. Was ist das denn? Hä? Ist das ein Tank? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn hier? Ja, ich muss offen und ehrlich gestehen, dass ich
nicht vollumfänglich über diese Bunker der GSSD und so weiter Bescheid weiß. Das ist ein bisschen lückenhaft, aber da lässt sich mich gerne belehren, aber das habe ich noch nie gesehen. Um mir daraus jetzt einen Reim zu machen, das sind jetzt solche Wellblechelemente. Ich kenne das halt nur als Heinrichsblech von Bunkern, beispielsweise aus dem Ersten Weltkrieg. So, aber warum hier? Also hier wird ja scheinbar irgendwas entweder reingefüllt oder nach außen verbracht. Aber diese Tür hier vorne, die ist ja jetzt auch nicht mega dick. Wenn man die jetzt hätte verschließen können, klar, die hat jetzt noch eine Gummibeschichtung drumherum, damit die so sorgfältig abschließt. Aber für mich hat es hier den Eindruck, als ob das jetzt hier so eine Art Silo ist. Aber mit Form von Heinrichsblechen, keine Ahnung. Weil es ist ja jetzt auch kein Luftschutz hier. Das ist ja schon mitten in der betonierten Anlage. Also wenn einer von euch eine Idee hat, es gibt ja sicherlich noch einige, die, sage ich mal, von euch in der NVA und so weiter gedient haben, die können mir mit Sicherheit die Frage beantworten, was das hier genau ist. Weil hier muss ja auch irgendwas drin gewesen sein, in diesem Rahmen hier. Und da geht es ja auch irgendwie, konnte man auch was ablassen. Aber merkwürdig. Ja, das scheint jetzt doch deutlich größer zu sein und vor allen Dingen sind das mehrere voneinander getrennte Bauten hier. Wir haben jetzt diesen runden Bogen hier, auch das sind wieder solche Fertigelemente. Es kann gut sein, dass das hier jetzt nämlich eher der Schlafbereich ist. Hier unten sind noch diverse Relikte, die können auch alle noch aus der Zeit stammen. Ich glaube, das könnte hier nämlich auch für die Wand so eine Abdeckung sein. Hier ist auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das war auch an der Wand dran, wie so eine Ablagefläche hier. Okay. Hier schauen wieder die massiven Kabel raus. Die haben auch ordentlichen Durchmesser. Hier ist noch eine Neonröhre, glaube ich, oder was ist das hier? Ja, war, glaube ich, Leuchtmittel drin. Hier noch mehr von diesen Blechen. Ja, und hier ist in der Tat ein Stuhl. Also entweder war das hier der Aufenthaltsbereich oder er hatte eine andere Funktion. So, jetzt ist hier nämlich ein Element wieder unterbrochen. Das nächste dran gebaut. Ja, und wieder genauso. Ja, hier war, schaut mal, da liegt der Rest noch. Hier war so eine Art Tisch drin. Es kann natürlich sein, dass hier jetzt auch sich Kommunikation etc. abgespielt hat, also eher Kommandoebene. Das sind ja auch die Reste von irgendwelchen Halterungen von den Tischen und das restliche Holz. So, und dann kommen wir hier raus. Schaut mal, und die Tür ist auch komplett anders hier. Ihr habt hier diesen Halbbogen. Ich krieg's aber jetzt gar nicht mehr. Ne, kriege ich nicht bewegt. Damit der Druck hier abgeleitet werden kann für die Detonation. Aber die sind so festgespackt hier, die kriege ich nicht ab. Beziehungsweise zu. So, habt ihr jetzt den Blick nochmal. Und schaut mal, fällt euch hier was auf? An diesem Graben. Hier habt ihr noch das Camouflage, die Tarnfarbe. Die geht hier überall her. Dieses Loch habe ich vorhin gesehen. Okay, also habt ihr hier oberirdischen Graben und kommen dann praktisch hier in die nächste Anlage. Dann ist das hier so ein kleines Grabensystem.
Ja, ich werde mal auf der Schummerungskarte eben gucken, ob hier noch mehr ist, was wir eventuell jetzt übersehen. Weil das hätten wir jetzt fast übersehen, bin ich ganz ehrlich. So Leute, dass ich euch das jetzt hier einmal zeige, wo wir uns befinden. Da wo der blaue Punkt ist, da sind wir jetzt gerade rausgekommen. Und ihr könnt jetzt ringsherum diese ganzen Vertiefungen sehen. Das scheint alles noch, ich nehme mal eben kurz den Positionsmarker raus, damit ich mich hier bewegen kann. Wenn wir nach links weggehen, haben wir hier mehrere Vertiefungen. Das geht bis hier hinten hin. Wir versuchen mal von hier aus jetzt hier durchzugehen. Mal gucken, inwieweit wir jetzt hier noch was finden können. Und weiter oben seht ihr irgendwelche großen Kreise. Auch sehr, sehr merkwürdig. So richtig sternförmig. Jetzt könnte man natürlich glauben, das sind die Landeplätze für Untertassen. Tut mir leid, der Witz musste sein. Ja, das könnte natürlich, entweder könnte hier so wie eine Art Einheit, eine Radarstation oder sowas gewesen sein, Flak oder ähnliches oder vielleicht sogar Raketen. Wir nehmen eben kurz die Schummerungskarte raus und dann könnt ihr das hier sehen. So, das sind hier diese Felder in der Mitte. Also da brauchen wir jetzt glaube ich nicht hingehen. Und da sind keine Vertiefungen. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Auf jeden Fall gibt es hier noch diverse Vertiefungen. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, hier so ein bisschen diesen Wildtierpfad zu gehen und schauen, ob man dann da irgendwie was finden kann. Also wir haben auf jeden Fall jetzt immer wieder solche Vertiefungen hier, die wir auch schon auf dem Geländemodell gesehen haben. Das ist aber ehrlich gesagt nicht sehr breit. Also werden das jetzt keine Nischen gewesen sein für Fahrzeuge. Das hat man damals auch gemacht. Da hat man Fahrzeuge so etwas tiefer in das Gelände geparkt und dann oben auch nur ja, Tarnnetz oder irgendwas drüber. Aber das muss was anderes gewesen sein. Also wir bewegen uns jetzt parallel zu der Anlage, die ist rechts von uns. Wir gucken jetzt einfach mal hier durch. Ja, in den nächsten Vertiefungen haben wir in der Tat noch alte Reifen gefunden, richtig große. Die müssen auch von einem Militärfahrzeug dann sein, was man hier entsorgt hat. Gut, es kann natürlich auch eingefallen sein, dass man hier wirklich auch ein Fahrzeug reingestellt hat. Kann auch vielleicht nur sowas, ich kenne mich jetzt auch nicht mit den Fahrzeugtypen aus, die NVA und so weiter hatte. Unimog oder was, keine Ahnung. Vielleicht hat man hier sowas auch platziert. Weil das ist jetzt wirklich parallel. Wir haben jetzt eine Ecke hier und genau gerade hatten wir noch zwei solche Vertiefungen. Also es muss für sowas gewesen sein, dass man hier ein Fahrzeug praktisch nur so reingefahren hat. So, ich bin jetzt nochmal da hinten rumgegeistert, aber diese ganzen Gruben sind entweder komplett leer oder die sehen so aus. Hier sind verschiedenste Steine, entweder wurde das auch alles mal irgendwie zusammengeschoben. Hier zum Beispiel ist noch komplett Stacheldraht drin. Seht ihr hier? Da ist auch noch ein, keine Ahnung, was das hier ist. Mella, hast du noch mal eben die Taschenlampe? Kann ich das hier noch mal kurz zeigen? Also sie haben das hier alles zusammengeschoben. So, hier könnt ihr den Stacheldraht erkennen. Und hier unten ist, ja, keine Ahnung, irgendwas drin, ein Rohr oder sowas. Also das wird hier auch irgendwas gewesen sein. Hier ist überall Stacheldraht, hier auch. Das haben die hier nur reingeschmissen und dann Zeug drauf. Und so sieht es hier halt überall aus. Und jetzt können wir sowieso relativ wenig erkennen durch das Bodengrün. Naja. So Leute, an der Stelle war es das erstmal mit dem kleinen Video. Wie gesagt, das war jetzt mal exemplarisch eine Anlage aus der Zeit des Kalten Krieges, was
hier in der DDR so errichtet wurde. Und da gab es auch unzählige, wie gesagt. Und der eine oder andere von euch wird ja auch in der NVA gedient haben, hat vielleicht sogar Posten in einen dieser Anlagen gehabt oder wusste da noch mehr drüber Bescheid. Und ja, das ist jetzt hier an der Stelle von übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile überhaupt noch irgendwie Anlagen gibt, die besser erhalten sind mit Inventar oder ob die damals rigoros alles rausgeräumt haben. Ja, es gibt wie gesagt halt größere Anlagen noch mit richtig massiven Drucktüren und so weiter. Hat man auch schon mal 1, 2 davon besucht. Aber das war jetzt hier eine kleinere Anlage. Ja, ich hoffe, euch hat der Eindruck trotzdem hier gefallen. Und gebt uns gerne ein Like, ein Däumchen. Und schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos an, die wir hier auf dem Kanal zeigen. Da ist auf jeden Fall einiges für euch dabei, der Interesse hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!